Willkommen zu einem weiteren Reptil-TV-Special. Ihr werdet es nicht glauben, was nach unserer letzten Folge um unseren zweiköpfigen Star hier los war. Presse, Funk, Fernsehen, jeder wollte ihn sehen und das wollen wir euch heute ein bisschen zeigen. Wir haben natürlich dringend einen Namen gebraucht für unsere zwei Helden und haben über Facebook dann mit euch abgestimmt. Danke für eure Beteiligung und letztendlich kam ja mit eindeutigem Ergebnis Monty und Python dabei raus. Also der Presserummel war wirklich enorm, so extrem hätten wir das nicht erwartet. Wir hatten erst natürlich die dpa, Reuters, dann Fernsehsender, Vox, Galileo hat angefragt. Wie gesagt, Hund, Katze, Maus kommt demnächst der Beitrag. Dann waren wir natürlich in der Bild-Zeitung, da kam gleich der Anruf, wie viele Giftzähne hat denn dieses Tier? Musste ich leider die Bild-Zeitung enttäuschen, keine Giftzähne, aber wir sind trotzdem reingekommen. International war es wirklich in allen Ländern, sei es in Asien, in Japan, in China, in Südamerika. Also unglaublich, wie das auch wirklich einmal um die Welt ging. Natürlich in der regionalen Presse waren wir natürlich vertreten. Zum Teil war es dann auch wirklich so, dass wir Teams oder Leute, die filmen wollten, wirklich dann abgesagt haben, weil der Stress zu groß war. Also wenn wir können das Tier nicht jeden Tag rausnehmen und zeigen und filmen lassen. Wir hatten es dann mal einmal beim Füttern, hat er nicht gefressen. Ich denke, das war vielleicht auch ein bisschen durch den Stress. Dann haben wir einem Sender absagen müssen einen Tag später, da waren die schon halber beleidigt. Aber so war wirklich ein Wahnsinnspresserummel um das Tier und war eigentlich dann aber auch schön zu sehen, wie groß das Interesse doch ist. Nochmal kurz zum gesundheitlichen bzw. medizinischen Aspekt. Ihr hattet, oder viele von euch hatten gefragt, wie denn das wäre mit den Speiseröhren und mit dem Essen und dem Trinken, ob beide Köpfe das können. Also füttern tun wir immer nur den linken Kopf, weil einfach der immer nur fressen will scheinbar. Man kann aber schön sehen, wie beide Köpfe schön trinken. Also von dem her hat er auch definitiv zwei Speiseröhren. Das Ganze hatte sich ja dann auch noch der Dr. Wolf von Hund, Katze, Maus, kennt er wahrscheinlich von Vox, der hat sich das Tier ja auch angeschaut, kommt im Spätsommer auf Vox. Der Dr. Wolf ist tatsächlich Tierarzt, der hat wirklich was drauf und der hat sich es auch noch angeschaut und hat uns das so wenig bestätigt. Viele Fragen hatten wir über die Lebenserwartung von dem Tier. Können wir leider nicht sagen. Gibt ja keine richtigen Erfahrungen dazu. Ich denke, das Tier ist jetzt gut und gesund 1 Jahr alt geworden. Ich hoffe, der erreicht ein biblisches Alter und wird wirklich 20 bis 30 Jahre wie andere Königspütern auch werden können. Kann man jetzt aber natürlich noch nicht so voraussehen, aber ich bin optimistisch. Wir hatten ja einen Interessenten aus China, hatten viele von euch Angst, um Gottes Willen, die Chinesen, die wollen den essen oder sowas. Hätten die natürlich nicht gemacht. Die sind mittlerweile terrarienmäßig auch auf unserem Stand oder haben da genauso großes Interesse wie mir. Und dort wäre auch eine Ausstellung oder in den Zoo gekommen. Ja, ich bin jetzt hier mit unseren zwei Stars, mit Monty und Python. Und ich hatte ja mal erwähnt, dass wir das Tier vielleicht nach China geben wollten. So sieht ein Chinese aus. Nee, er ist natürlich kein Chinese. Wenn er gleich sprechen hört, werdet ihr auch einen leichten Schweizer Akzent hören. Also sieht so aus, wir haben einen Interessent aus der Schweiz gefunden. Er hat einen Reptilien-Zoo aus der Schweiz und das sieht so aus, dass wir das Tier in die Schweiz geben werden, wo es jeder anschauen kann. Marc, erzähl uns mal ein bisschen was über deine Ausstellung, was du da hast. Ja, wir haben in der Nähe von Zürich in Eck haben wir einen Reptilien-Zoo. Dort haben wir permanent meistens so zwischen 250 und 300 Reptilien ausgestellt. Das sind alle möglichen verschiedenen Tiere. Das ist auf über 700 Quadratmeter und dort werden wir
ab 1. Oktober natürlich unseren neuen Star hier haben, Monty und Python. Und da könnt ihr auch gerne noch weitere Informationen nachschauen im Netz, und zwar unter www.reptilexpo.ch. Ja, also ich freue mich wirklich, dass er hier in der Nähe bleibt und nicht nach China geht. Nicht, weil ich die Chinesen nicht mag oder weil ich Angst habe, dass die den essen, das hätten die bestimmt auch nicht gemacht. Aber er ist in der Schweiz, da bin ich in 2 Stunden dort, kann unsere 2 Süßen hier ab und zu besuchen. Und ich denke, der Marc lässt mich dann auch kostenlos in seine Ausstellung ein, zum die anschauen. Ganz sicher. Und von dem her freut es mich echt, dass das so klappt. Und eben, wenn ihr wollt, geht in der Schweiz vorbei, dann könnt ihr die auch dort sehen. Da sind unsere 2 Helden nochmal, Monty und Python. Kommen jetzt gerade in die Häutung. Die Augen sind noch ein bisschen trüb, aber sind eigentlich schon wieder fast klar. Also die nächsten 2, 3 Tage werden sie sich häuten. Schön gewachsen beide. Jetzt gehen sie in die Schweiz, die 2. Das freut mich, das ist bei uns hier vor der Haustür. Da geht es denen auch gut, da haben sie einen tollen Platz gefunden. Können wir sie jederzeit anschauen und da werden sie sicher ein langes, erfülltes Leben haben. Resonanz war riesig, also bis jetzt über 100.000 Zugriffe auf YouTube und iTunes. Das zeigt, dass das Interesse doch riesengroß ist an so einem Tier. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, check my balls. Das war jetzt wegen so Gelaber, gell? Okay, sieht man meine Hände gar nicht, da muss ich ja hier so reden. Jetzt fällt mir irgendwie nichts mehr ein. Stefan ist überwältigt. Genau. Wo waren wir denn? Leute, lasst uns fertig. Ich habe so viel Arbeit heute, wir müssen echt zum Ende kommen. Okay. Das war gut. Das lassen wir so. Ha?